As you know, Catherine and Prince William have been going out together for quite a number of years, which is great for us because we've got to know William really well. Mit ihren 70 Jahren hat sich Carol Middleton, die stets anmutige und zurückhaltende Mutter von Prinzessin Kate, selten über das Innenleben der königlichen Familie geäußert. Aber was sie gerade über Königin Camilla gesagt hat, hat das Internet im Sturm erobert. Eine einzige Aussage, ein einziger Kommentar und die königlichen Beobachter sind aus dem Häuschen. Was könnte eine solche Reaktion ausgelöst haben? Kurze Frage, finden Sie, Carol Middleton sollte sich öfter zu Wort melden? Geben Sie in den Kommentaren unten eine 1 für Ja oder 0 für Nein ein. Gab es also eine versteckte Rivalität zwischen diesen beiden starken Frauen? Aber erkannte Carol in Camilla den gleichen Einfluss, den Prinzessin Diana einst fürchtete? Eine Figur, die die Monarchie hinter den Kulissen beeinflusst? Seien Sie dabei, wenn wir Carol Middletons schockierende Enthüllung über Königin Camilla enthüllen. Palastnahe Quellen verrieten, dass Carol sich endlich zu den Gerüchten über den wachsenden Einfluss von Königin Camilla in der königlichen Familie geäußert hat und ihre Worte waren nicht beschönigt, obwohl sie diplomatisch blieb. Deuteten Carols Kommentare auf lang anhaltende Spannungen hin, die sich möglicherweise schon seit Jahren aufgebaut haben. Insider sagen, dass ihre Aussage bei einem privaten Treffen gemacht wurde. Aber innerhalb weniger Stunden war sie überall in den sozialen Medien zu finden. Ein königlicher Reporter nannte es den mutigsten Schritt eines königlichen Schwiegersohns seit Prinzessin Dianas berüchtigten Interviews. Einige sagen, dies sei ein Zeichen für tiefere Brüche innerhalb des königlichen Kreises. Andere glauben, es sei eine strategische Botschaft der Loyalität gegenüber ihrer Tochter Kate, die Berichten zufolge hinter verschlossenen Türen ihre eigenen Probleme mit Camilla hatte. Während Carol Middleton ins Rampenlicht tritt, haben ihre Worte möglicherweise mehr als nur Schlagzeilen ausgelöst. Sie könnten die royale Geschichte auf eine Weise verändert haben, die wir nie erwartet hätten. Lassen Sie uns tiefer eintauchen. Skandal um Carol und Camilla. Wenn es um ihre Tochter, Prinzessin Kate, ging, war Carol Middleton dafür bekannt, viele Jahre lang die stille Kraft hinter ihr zu sein. Sie wollte nie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, machte nie dramatische Bemerkungen und ging nie über die Grenzen ihrer Arbeit hinaus. Ihre Bewegungen hingegen waren schön und behutsam, ständig präsent, aber nie aufdringlich. Sie war sich des schwierigen Gleichgewichts bewusst, das zwischen Beteiligung und Aufdringlichkeit besteht. Sie hat ein Talent, das ihr sowohl Respekt als auch Bewunderung einbrachte, als bekannt wurde, dass Carol sich schließlich gegen Königin Camilla ausgesprochen hatte. Löste dies in vielen königlichen Kreisen Schockwellen aus. Dabei handelte es sich nicht nur um leeres Geschwätz oder einen kleinen Streit, der sich größtenteils in Grenzen hielt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein königliches Drama. Der Buckingham-Palast geriet in Aufruhr, als sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete und plötzlich über Nacht zum meistdiskutierten Thema in den Nachrichten wurde. Die königliche Familie hatte im Laufe ihrer Geschichte schon viele Probleme zu bewältigen. Es gab Fälle von Untreue, Finanzskandalen und sogar Verrat innerhalb der Beziehung. Im Gegensatz dazu war dies eine ganz andere Sache. Es gab keinen persönlichen Groll oder einen belanglosen Streit, der Carol dazu veranlasste, ihr Schweigen zu brechen, sondern es war eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Ein Machtkampf, der seit Jahren hinter den Türen des Palastes schwelte, war das Thema dieser Geschichte. In einem Interview mit dem im Vereinigten Königreich erscheinenden Magazin Saga sprach Carol Middleton kürzlich über sie. Und genau in diesem Moment wurde die ganze Welt zum ersten Mal Zeuge dieses Ereignisses in Echtzeit. Königin Camilla und Carol Middleton erweckten bei allen königlichen Auftritten stets den Eindruck, freundlich zur Bevölkerung zu sein. Andererseits waren sich diejenigen, die die Monarchie aufmerksam verfolgten, bewusst, dass trotz des geschliffenen Lächelns unter der Oberfläche stets Spannungen herrschten. Seit Kate Middleton Mitglied der königlichen Familie wurde, waren ihre Leben, ihre Persönlichkeiten und ihre Existenz in der königlichen Welt dazu bestimmt, direkt miteinander in Berührung zu kommen. Jetzt, im Alter von 70 Jahren, hatte Carol endlich ihr Schweigen zu diesem Thema gebrochen. Kate Middletons Mutter. Ihre Mutter. Ja, das ist richtig. Carol Middleton hat gegenüber dem Telegraph etwas enthüllt, das nur ihr bekannt ist. Diese Enthüllung brachte einen Kampf um Macht und Autorität ans Licht, der jahrelang geheim gehalten wurde. Um die Bedeutung dieses Moments zu begreifen, müssen wir zunächst an den Punkt zurückkehren, an dem alles begann. Der Moment.
in dem Kate Middleton zu einer ernsthaften Anwärterin auf das Amt der zukünftigen Königin von England wurde. Oberflächlich betrachtet schienen Carol und Camilla nicht mehr als zwei Frauen zu sein, die aus unterschiedlichen Verhältnissen stammten und nur durch die Tatsache verbunden waren, dass ihre Kinder verheiratet waren. Doch in Wirklichkeit gingen ihre Meinungsverschiedenheiten weit darüber hinaus. In jeder Hinsicht waren sie einander sehr entgegengesetzt. Camilla wuchs in einem Umfeld auf, in dem die Stellung in der Gesellschaft durch die Abstammung und den sozialen Rang bestimmt wurde. Camilla wurde in den Adel hineingeboren. Sie war mit den stillschweigenden Normen vertraut, die das königliche Leben bestimmten. Wer sollte hineingelassen werden? Wer gehörte nicht dazu? Und wer sollte zugelassen werden? Auf der anderen Seite war Carol eine Dame, die ihre eigenen Erfolge gemacht hatte. Obwohl sie aus einem Milieu stammte, das nach königlichen Maßstäben der Mittelschicht zuzurechnen war, hatte sie unermüdlich daran gearbeitet, den Wohlstand ihrer Familie von Grund auf aufzubauen. Sie hatte dafür gesorgt, dass ihre Kinder Zugang zu den größten Chancen hatten. Sie stammte nicht aus einer adligen Familie, aber sie besaß etwas, das ebenso stark war: Ehrgeiz. Widerstandsfähigkeit und eine klare Vision für die Zukunft sind unerlässlich. Das Band zwischen ihnen begann schon früh zu zerfransen. Eine vollständige Akzeptanz von Kate als geeignete Ehefrau für Prinz William wurde von Camilla nie in vollem Umfang akzeptiert. Obwohl sie ihre Unsicherheiten nie direkt zum Ausdruck brachte, gab es Anzeichen dafür, dass sie Bedenken hatte. Es gab Gemurmel, scharfe Bemerkungen und leise Ablehnungen, die hinter verschlossenen Türen stattfanden. Sie soll in Frage gestellt haben, ob Kate über das aristokratische Polnisch verfügt, das erforderlich ist, um mit dem Stress des königlichen Lebens umzugehen, und ihr unterstellt haben, dass sie nicht über das entsprechende Maß an Raffinesse verfügt, das von einer zukünftigen Königin erwartet wird. Ständig wachsam war Carol in der Lage, jede Kleinigkeit zu erkennen. Sie wurde Zeuge, wie Camilla ihre Tochter und folglich auch die Familie Middleton als Außenseiterin wahrnahm. Trotzdem zog sie es vor, ihr Schweigen zu bewahren, um Kate hinter den Kulissen zu unterstützen, anstatt sich auf einen öffentlichen Streit einzulassen. Ist es möglich, dass der lange verborgene Kampf um die Macht innerhalb der Monarchie nun für die ganze Welt sichtbar wird? Nachdem Carol sich endlich geäußert hat? Wir werden es herausfinden. Das königliche Erbe wird bekämpft. Obwohl Prinzessin Diana nicht mehr am Leben ist, war sie nie ganz weg. Dies ist eines der am strengsten gehüteten Geheimnisse der königlichen Familie. Sie hat nicht nur Einfluss auf Entscheidungen und die öffentliche Meinung, sondern ist auch in jedem Winkel der Monarchie zu finden. Am bekanntesten ist vielleicht, dass sie weiterhin die Frau verfolgt, die einst als ihre ärgste Widersacherin galt. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat Camilla große Anstrengungen unternommen, um ihr Image zu verändern. Sie bemühte sich, über die Rolle der anderen Frau hinauszuwachsen und sich als legitime Königin-Gemahlin zu etablieren. Camilla wurde manchmal als die andere Frau bezeichnet, aber heute gilt sie als Königin. Es wurde bekannt gegeben, dass die Königin-Gemahlin nun die geliebte Frau des nächsten Königs ist. Sie nahm an zahlreichen königlichen Veranstaltungen teil, erfüllte ruhig ihre Pflichten und handelte nach den Regeln, die die Monarchie aufgestellt hatte. Unabhängig von der Zeit, die vergangen war, gab es jedoch eine Sache, die sie nie ändern konnte. Und das war die anhaltende Liebe, die das Volk immer noch für Diana empfand. Dann kam Kate Middleton. Vergleiche mit Diana waren praktisch unvermeidlich, sobald sie als Mitglied der königlichen Familie ins Licht der Öffentlichkeit trat. Kate Middleton besitzt dieselbe Wärme, Anmut und Fähigkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die es Diana ermöglicht hatte, so viel Zuneigung zu gewinnen. Ihre Natürlichkeit, ihre Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, und ihr leichter Charme waren Attribute, die die Zuneigung des Publikums zu ihr nur noch verstärken konnten. Carol Middleton, die Mutter von Kate Middleton, beobachtete das Geschehen vom Rande aus. Sie hatte aus erster Hand miterlebt, wie Diana vom Volk verehrt wurde, während sie gleichzeitig von der Institution abgeschottet war. Sie kannte die Gefahren, die mit dem königlichen Leben verbunden waren, und wusste, dass die Monarchie dazu neigte, starke Frauen zu zerbrechen, sie ihrer Identität zu berauben und sie zu etwas zu formen, das nicht wiederzuerkennen war. Carol machte es sich zur Aufgabe, ihr Kind zu beschützen, weil sie unbedingt verhindern wollte, dass die Zukunft eine Wiederholung der Vergangenheit ist. Camilla hingegen vertrat einen anderen Standpunkt. Im Gegensatz zu Diana, die zwar vom Volk verehrt, aber von der königlichen Familie nie ganz akzeptiert wurde,
hatte Camilla mit allen Mitteln darum gekämpft, von der Monarchie akzeptiert zu werden. Doch das ist ihr letztlich nicht gelungen. Sie wollte nicht nur nicht zulassen, dass Kate sie in den Schatten stellt, sondern auch nicht, dass Dianas Erbe das nächste Kapitel in der Geschichte der königlichen Familie bestimmt. Obwohl Carol Middleton nie das Rampenlicht suchte, war sie hinter den Kulissen eine beeindruckende Kraft. Da sie immer hart arbeitete, seit Kate in das königliche Leben eingetreten ist, hat Carol Middleton das lange Spiel gespielt und sich methodisch als eine Figur etabliert, die nicht nur still ist, sondern auch Einfluss hat. Sie erkannte, dass es zum Überleben in der königlichen Welt nicht ausreichte, sich an die Traditionen zu halten, sondern dass es wichtig war, sich darüber im Klaren zu sein, wo sich die wahre Macht befand. Camilla hingegen hatte Jahre damit verbracht, eine Expertin in Sachen Palastpolitik zu werden. Sie hatte ihr Netzwerk an aristokratischen Verbindungen sorgfältig aufgebaut, um sicherzustellen, dass sie neben König Charles sitzen konnte. Sie hatte die Fähigkeit, die Situation zu manipulieren, ohne jemals den Eindruck zu erwecken, dass sie diejenige war, die es tat. Camilla hingegen hatte keine direkte Verbindung zu dem Monarchen und der Königin, die eines Tages das Land regieren würde. Carol arbeitete außerhalb des Systems, um Kates Position zu formen, das öffentliche Bild zu beeinflussen und sicherzustellen, dass ihre Tochter nicht nur ein weiteres königliches Aushängeschild war. Während sie sich innerhalb des Systems bewegte, war sie auch in anderen Bereichen aktiv. Carol und Camilla hatten nie einen öffentlichen Konflikt, aber Menschen, die ihnen nahe standen, wussten, dass sich zwischen ihnen ein heimlicher Konflikt entwickelte. Dabei ging es nicht nur um den Rang, sondern auch um das Erbe, den Einfluss und den Weg, den die Monarchie in Zukunft einschlagen würde. Doch keine der Frauen war bereit, aufzugeben. Camilla beherrschte die Kunst der Kontrolle, nicht durch direkte Auseinandersetzungen, sondern durch scheinbar kleine, aber kalkulierte Bewegungen, die eine starke Botschaft vermittelten. Aus dem Buckingham-Palast war zu hören, dass sie die Kunst beherrschte, bei königlichen Auftritten still und leise die Oberhand über Kate zu gewinnen. Von einer verhassten königlichen Mätresse zu der Frau, die nun über das Schicksal der Monarchie entscheiden wird, hat sie eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Dies zeigte sich in der Art und Weise, wie sie die Personen auswählte, mit denen sie interagierte, in der Art und Weise, wie sie für Fotos posierte und in den beiläufigen Bemerkungen, die, obwohl sie unwichtig zu sein schienen, ein unmissverständliches Gewicht hatten. Auf der anderen Seite war Carol sehr scharfsinnig. Sie erkannte die subtilen Machtspiele, die Art und Weise, in der Camillas bloße Anwesenheit die Dynamik eines Raumes verändern konnte, und die Art und Weise, in der ein zweideutiges Lob oder ein kurzes Spötteln als Erinnerung an Kates Status als Außenseiterin dienen konnte. Obwohl sie nie offen sichtbar waren, waren die Sticheleien immer präsent. Insider der königlichen Familie hielten es für unbedeutend, aber diejenigen, die Carol nahe standen, verstanden die tiefere Bedeutung. Es war eine subtile Andeutung, dass Kate einfach in die Monarchie hineingewandert war, anstatt sich ihre Position in der königlichen Familie aufgrund ihrer Verdienste verdient zu haben. Andererseits war Carol nicht der Typ Mensch, der vorschnell reagiert. Sie war der Meinung, dass die wahre Quelle der Stärke nicht darin liegt, sich jeder Beleidigung zu stellen, sondern vielmehr darin, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, um zurückzuschlagen. Dieser Zeitpunkt rückte immer näher. Carol irrte sich, wenn sie glaubte, dass die Machtkämpfe mit Kates Erhebung zur Herzogin ein Ende gefunden hätten. Dies war nur der Anfang des eigentlichen Kampfes. Die Ankunft von Prinz George und Prinzessin Charlotte warf eine neue und wichtige Frage auf. Wer würde bei der Erziehung der künftigen Thronfolger am ehesten den größten Einfluss haben? Eine genauere Untersuchung ist angebracht. Königliche Machtkämpfe. Die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton war das Ereignis, das die Spannungen zwischen Carol Middleton und Camilla, der Herzogin von Cornwall, auf die Spitze trieb. Dies war der Punkt, an dem die Spannungen ihren Höhepunkt erreichten. Während des gesamten Ereignisses wurde der ganzen Welt eine bezaubernde Show geboten. Es ist der Tag, auf den die ganze Welt gewartet hat. In London stehen wir vor der Westminster Abbey, dem Ort, an dem Prinz William Kate Middleton zu seiner Frau erklärt hat. Königtum und Leidenschaft wurden zu einem einzigen ereignisreichen Tag verwoben. Ein Moment, der wie aus einem Märchen zu stammen schien, wurde erlebt. Ein subtiler Machtkampf fand zwischen zwei Frauen statt, die verzweifelt versuchten, der Geschichte ihren Stempel aufzudrücken. Dieser Konflikt spielte sich hinter den glitzernden Kleidern, den prächtigen Umzügen und den exquisiten Banketten ab.
an denen die Damen teilnahmen. Eines der wichtigsten Dinge, da Carol Middleton, eine liebende Mutter, sich für ihre Tochter Kate wünschte, war, die Hochzeit ihrer Träume zu erleben. Eine Zeremonie, die Kates Charakter verkörpert, war das, was sie sich für die Hochzeit vorstellte. Stillwell, zeitgemäß und voller Zuneigung der Middleton-Familienmitglieder. Sie hatte den Eindruck, dass es sich nicht um eine typische königliche Hochzeit handelte. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um den besonderen Tag ihrer Tochter handelte, machte sie es sich zur Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die strengen Bräuche nicht die persönliche Note überlagerten. Camilla hingegen vertrat einen ganz anderen Standpunkt. Als ranghohes Mitglied der königlichen Familie, das eines Tages Königin werden würde, sah sie die Hochzeit als Chance, die Traditionen der Monarchie zu stärken. Aus ihrer Sicht ging es dabei um mehr als nur um Kate und William. Es ging darum, die Familie so förmlich und respektvoll wie möglich zu präsentieren, aber auch darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Hierarchie zu haben. Die Atmosphäre hinter den Kulissen war sehr angespannt. Dann wurde durch Quellen bekannt, dass Carol und Camilla eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten über die Hochzeitsvorbereitungen hatten. Carol wollte eine Umgebung schaffen, in der jeder willkommen und willkommen geheißen wird, wobei Kates Familie eine wichtige Rolle spielen sollte. Camilla hingegen war der Meinung, dass die königliche Etikette Vorrang haben sollte. Carol war strikt gegen Camillas Vorschlag, die Zahl der Gäste, die nicht zur königlichen Familie gehörten, zu begrenzen. Carol wollte sicherstellen, dass Kates Verwandte und enge Freunde angemessen vertreten waren, was zu einer der größten Meinungsverschiedenheiten führte. Trotz der Schwierigkeiten, die hinter den Kulissen auftraten, war die Hochzeit selbst einfach umwerfend. Kate, die nie die Fassung verlor, behielt während der gesamten Veranstaltung ein Lächeln bei. Carol war sich jedoch bewusst, dass es an diesem Tag um mehr ging als nur um den Austausch des Eheversprechens und eine Feier. Dieses Ereignis markierte den Beginn eines viel größeren Konflikts, der noch lange nach dem Erlöschen der Hochzeitsglocken andauern sollte. In ihrer Rolle als Herzogin von Cornwall und ranghohes Mitglied der königlichen Familie betrachtete Camilla sich selbst als einen wichtigen Leitfaktor für die erzieherische Entwicklung der Kinder. Sie war der Meinung, dass sie mit einem tiefen Verständnis für ihre Verpflichtung, ihr Erbe und das Gewicht der Pflichten, die sie in Zukunft haben werden, erzogen werden müssen. Sie vertrat die Ansicht, dass diese königlichen Traditionen von klein auf in ihr Leben integriert werden müssen. Carol hingegen entschied sich, die Dinge auf eine ganz andere Art und Weise anzugehen. Kate und ihre Geschwister wuchsen in einem warmherzigen und fürsorglichen Zuhause auf, und zwar bei ihrer Mutter, die schon immer eine sehr engagierte und zupackende Mutter war. Sie ist der Meinung, dass die Kindheit nicht von strengen Regeln und Formalitäten geprägt sein sollte, sondern von Wärme, Sicherheit und Routine. Es war nur natürlich, dass Kate sich zu dem Erziehungsstil hingezogen fühlte, den sie selbst während ihrer Erziehung erlebt hatte. Sie wünschte sich für George und Charlotte eine Kindheit, die nicht nur mit königlichen Pflichten, sondern auch mit Zuneigung und Familientraditionen gefüllt war. Obwohl weder Carol noch Camilla jemals offen über ihre Meinungsverschiedenheiten sprachen, wurden die Unterschiede zwischen ihren Methoden immer deutlicher. Camilla drängte häufig darauf, dass die Kinder aristokratischen Kreisen ausgesetzt werden sollten. Sie war der Meinung, dass die Kinder sich in einem Umfeld, das mit der königlichen Familie in Verbindung gebracht wurde, wohlfühlen sollten. In der Zwischenzeit wurde Carol regelmäßig von ihren Enkeln dabei beobachtet, wie sie mit ihnen spielte, mit ihnen backte, eine Prinzessin zur Arbeit schickte und in der Küche Disco tanzte. Prinzessin Charlotte steht seit ihrer Geburt im Blickpunkt der Öffentlichkeit, und es hat den Anschein, dass sie einige ihrer wenigen Gelegenheiten zur Entspannung nutzt, wenn sie Zeit mit ihrer Großmutter Carol Middleton verbringt. Sie drängt auch auf eine bodenständigere und alltäglichere Kindheitserfahrung, die Camilla offenbar als zu lässig für königliche Erben empfand. Der Unterschied zwischen den beiden Großmüttern wurde im Laufe der Zeit zu einem Thema in den Medien. Carol wurde als Inbegriff der modernen Großmutter verehrt, da sie voll und ganz in die alltäglichen Aktivitäten ihrer Enkelkinder eingebunden war. Camilla hingegen hatte eine eher distanzierte Beziehung zu den jüngeren Mitgliedern der königlichen Familie. Einige vermuteten, dass William und Kate Camilla auf Distanz halten wollten, während andere glaubten, dass es einfach Camillas Tendenz war, eine formellere und weniger zupackende Position einzunehmen. Über viele Jahre hinweg hatte Carol Camillas verdeckte Entlassungen,
die subtilen Machtmanöver und den ständigen Konflikt um Kates Position und die Betreuung ihrer Kinder miterlebt. Sie hatte die Fassung bewahrt und nie eine Szene gemacht. Andererseits gab es einen bestimmten Zeitpunkt, ein bestimmtes Erlebnis, das sie schließlich dazu veranlasste, sich zu äußern. Der Ort des Geschehens war ein privates königliches Treffen, das ein typisches Familientreffen zur Planung bevorstehender königlicher Verpflichtungen zu sein schien. Irgendwann im Laufe des Gesprächs kam das Thema Prinz George und Prinzessin Charlotte zur Sprache. Und in diesem Moment machte Camilla eine Aussage, die ziemlich verletzend war. Vielleicht nicht direkt, aber doch mit deutlicher Andeutung erklärte sie, dass sie als künftige Königin eine stärkere Kontrolle über die Erziehung der Kinder haben sollte. Dies war keine ausdrückliche Andeutung. Es war eine direkte Infragestellung von Carols Pflichten als Großmutter, und sie nahm sie sehr ernst. Diese Äußerung war nicht nur respektlos und herablassend, sondern auch mit der Absicht gemacht worden, ihre Rolle im Leben ihrer Enkelkinder zu schmälern. Außerdem blieb Carol dieses Mal nicht stumm. Personen, die mit der königlichen Familie vertraut sind, behaupten, dass sie Camilla persönlich konfrontiert hat. Sie machte deutlich, dass William, Kate und ihre Kinder jedes Recht haben, ihre eigene Familiendynamik aufzubauen, ohne sich von überholten Bräuchen diktieren zu lassen. Und sie tat dies mit unerschütterlichem Vertrauen. Doch Carol blieb nicht dabei stehen. Sie ging auch auf die Gerüchte ein, die seit geraumer Zeit in königlichen Kreisen kursieren. Insbesondere äußerte sie starke Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, in der bestimmte nicht berufstätige Mitglieder des Königshauses, insbesondere diejenigen aus Camillas engstem Kreis, im Laufe der Jahre von ihren Verbindungen profitiert haben. Berichten zufolge stellte sie in Frage, ob die Vergünstigungen, die Personen wie Annabelle, Camillas Schwester, gewährt wurden, wirklich mit den Grundsätzen des Dienstes und der Verantwortung der Monarchie übereinstimmten. Es herrschte völlige Stille im Saal. Alle waren verblüfft. Carol hatte noch nie zuvor ein solch dreistes Selbstvertrauen an den Tag gelegt. Die Verteidigung ihrer Position im Leben ihrer Enkelkinder war nicht das Einzige, was diese Großmutter tat. Es war eine Proklamation, ein Schwur, dass sie nicht an den Rand gedrängt, vernachlässigt oder aus dem Kreis der königlichen Familie entfernt werden würde. Obwohl die Einzelheiten des Streits nie offiziell an die Öffentlichkeit gelangten, verbreitete sich die Geschichte sofort. Es hieß, Carol habe sehr deutlich gemacht, dass sie nicht zulassen würde, dass die strengen Traditionen der königlichen Familie die Wärme und die Werte, an die sie glaubte, verdrängten. Dies sei eine Grenze, die sie im Sand gezogen habe, hieß es in den Berichten. Der Zusammenstoß hat die königliche Familie erschüttert. Über viele Jahre hinweg hatten Carol und Camilla einen Kampf geführt, der im Verborgenen, durch verdeckte Manöver und Einflussnahme hinter den Kulissen, ausgetragen worden war. Aber jetzt war es für alle sichtbar. Camilla war zum ersten Mal mit einem Gegner konfrontiert worden, der nicht nachgeben wollte. Auf der anderen Seite begannen sich einige Leute zu fragen, ob Carol diese Dynamik absichtlich manipulierte. Wollte sie bewusst dafür sorgen, dass ihre Enkelkinder in einer Art und Weise erzogen werden, die mit ihren persönlichen Überzeugungen übereinstimmt, anstatt sich an die starren Gepflogenheiten der königlichen Familie zu halten? Schauen wir uns das Ganze also genauer an. Camillas königliche Kontroverse. Die Auswirkungen von Carol Middletons Entscheidung, sich endlich Gehör zu verschaffen, gingen weit über die bloße Verschärfung der ohnehin schon vorhandenen Spannungen innerhalb der königlichen Familie hinaus. Als sie sprach, schien es, als würde sie alte Wunden aufreißen, die die Monarchie jahrelang zu heilen versucht hatte. Die lange und schwierige Geschichte von Königin Camilla wurde plötzlich wieder ins Rampenlicht gerückt und weckte Erinnerungen an Skandale, von denen viele glaubten, sie seien für immer begraben worden. Um besser zu verstehen, warum Carols Worte eine solche Aufregung auslösten, müssen wir in die Jahre vor Camillas Amtsantritt zurückgehen, als ihr Name noch mit Skandalen und Tragödien verbunden war. Nach dem schrecklichen Verlust von Prinzessin Diana war die ganze Welt in Trauer. Die Prinzessin, die ihr ganzes Leben unter den unerbittlichen Blicken der Öffentlichkeit verbracht hatte, verstarb in einem Auto, das in Paris mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Darüber hinaus war die Rolle, die Camilla Parker Bowles bei der Auflösung einer der bekanntesten königlichen Ehen in der Geschichte der Neuzeit gespielt hatte, nicht zu übersehen. Camilla hat im Laufe der Zeit große Anstrengungen unternommen, um das Bild, das die Menschen von ihr hatten, zu verändern, indem sie sich wohltätigen Zwecken widmete und ihr öffentliches Image sorgfältig kontrollierte.
Doch so sehr sie sich auch bemühte, ihren Ruf wiederherzustellen, sie konnte sich nie ganz aus dem Schatten von Diana lösen. Viele Menschen sahen in ihr nach wie vor eine Vertreterin der alten aristokratischen Klasse, einer Gesellschaft, in der Macht und Privilegien wichtiger waren als Moral oder öffentliches Empfinden. Die Behauptungen von Carol Middleton zwangen die Menschen nun, Camilla aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Zeitpunkt von Carols Äußerungen machte sie noch verblüffender, als sie ohnehin schon waren. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II befand sich die Monarchie bereits in einer prekären Situation. Nun hat der Buckingham-Palast offiziell das Ableben ihrer Majestät Königin Elizabeth II. bekannt gegeben. Diese Anschuldigungen führten zu einer verstärkten Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Die Zahl anspruchsvoller Untersuchungen nahm zu. Als die Gerüchte immer lauter wurden, begannen die Medien verstärkt zu recherchieren und brachten Geschichten ans Tageslicht, die lange Zeit unterdrückt worden waren, darunter Gerüchte über Finanzskandale, Machtkämpfe und angebliche Vetternwirtschaft innerhalb der Königsfamilie. Der Palast, der jahrelang sorgfältig sein Image gepflegt hatte, sah sich nun mit einer neuen Welle von Skandalen konfrontiert. Im Buckingham-Palast machte Carol Middleton einige Bemerkungen, die die königliche Familie schockierten. Diese Äußerungen lösten in der königlichen Familie einen Schock aus. Prinz William, der für sein unerschütterliches Engagement für seine Frau und seine Hingabe an seine Pflichten als zukünftiger König bekannt ist, fand sich im Zentrum eines Sturms wieder, den er nicht erwartet hatte. Dies war eine unerwartete Wendung der Ereignisse für ihn. Im Laufe der Jahre war es ihm gelungen, ein Gleichgewicht zwischen seinen königlichen Verpflichtungen und seinem Wunsch, Kate und ihre Familie zu schützen, herzustellen. Dies gelang ihm, indem er sich seine Zeit sorgfältig einteilte. Andererseits drohte dieses empfindliche Gleichgewicht nun möglicherweise gestört zu werden. Es heißt, Williams Unmut rühre nicht nur von den Anschuldigungen selbst her, sondern auch von der schwierigen Situation, in die sie ihn gebracht hätten. Diese Information stammt von Personen, die der königlichen Familie nahestehen. Obwohl er sich der Tatsache bewusst war, dass seine Schwiegermutter nicht ganz unschuldig war, akzeptierte er die Tatsache, dass eine öffentliche Unterstützung der Schwiegermutter von ihm verlangen würde, offen gegen dieselbe Organisation zu kämpfen, die er eigentlich führen sollte. Es war nicht möglich, eine eindeutige Antwort auf die Frage zu finden, um die es ging. Für Kate hatte dies eine sehr persönliche Konsequenz. Im Laufe ihres Lebens hatte sie einen Weg gefunden, eine herzliche und professionelle Beziehung zu Camilla aufrechtzuerhalten, obwohl sie mit einigen grundlegenden Schwierigkeiten innerhalb der Familie zu kämpfen hatte. Tatsächlich hatte sie Camilla in den ersten Jahren ihrer Regentschaft als Mitglied der königlichen Familie des Vereinigten Königreichs als eine Art Mentorin betrachtet. Kate fühlte sich durch die Enthüllungen ihrer Mutter, die in den Medien große Aufmerksamkeit erregten, zutiefst verraten. Die Personen, die ihr am nächsten standen, beschrieben sie als vom Leben zutiefst desillusioniert. Ist dies der Preis, den sie zahlen musste, um ein Leben zu führen, das der königlichen Familie gewidmet ist? Es ist zweifellos eine schwierige Erfahrung für sie, mit ansehen zu müssen, wie ihre Mutter mit den Konsequenzen konfrontiert wird, wenn sie nur ihre Wahrheit sagt, und wie ihr Ehemann zwischen Liebe und Hingabe zu wählen hat. Die ganze Situation schien überwältigend zu sein. In der Zwischenzeit herrschte auch König Karl zu dieser Zeit. Nach den Quellen, die kontaktiert wurden, war seine Reaktion etwas, das man als Verleugnung und Ablehnung bezeichnen könnte. Als er Carols Worte hörte, interpretierte er sie nicht nur als einen Angriff auf Camilla, sondern nahm sie wörtlich. Darüber hinaus stellten sie einen Angriff auf die Monarchie selbst dar. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Stratege war sich Charles der Tatsache bewusst, dass das Überleben der königlichen Familie von der Aufrechterhaltung der Illusion von Einheit und Autorität abhing. Die Tatsache, dass Riffes nun völlig entblößt war, machte hingegen deutlich, dass die Familie in keiner Weise geeint war. Die Reaktion der königlichen Familie war etwas, das jeder hätte erwarten können. Das Bedürfnis nach Ruhe und sorgfältiger Schadensbegrenzung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Schweigen hingegen war in diesem besonderen Moment nicht angemessen. In dieser Zeit wollten die Menschen Antworten auf ihre Fragen. Nach den beunruhigenden Anschuldigungen von Carol Middleton wurde das Medienpersonal des Palastes schnell aktiv und versuchte verzweifelt, die Geschichte zu kontrollieren, kurz nachdem die Anschuldigungen erhoben worden waren. In Anbetracht der Tatsache, dass die königliche Institution lange Zeit auf Ruhe und Besonnenheit zur Bewältigung von Konflikten gesetzt hatte, war dies ein Terrain,
das sie bisher nicht betreten hatte. Allerdings hatten sich die Zeiten geändert. Die Öffentlichkeit verlangte jetzt nach Transparenz. Und die königliche Familie konnte sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Menschen das Interesse verlieren und sich das Thema in Luft auflöst. Der Ruf Camillas und damit auch die Glaubwürdigkeit der Monarchie standen aufgrund der Situation im Mittelpunkt der Debatte. Es ist möglich, dass man die erste Aktion des Palastes vorausgesehen hat. Sie sollten sorgfältig ausgearbeitete Erklärungen abgeben, in denen sie das Miteinander betonen und die Diskussion nur als grundsätzliche Missverständnisse abtun. Andererseits waren die Verbraucher dieses Mal nicht so leicht zu überzeugen. Die Verwendung von Hashtags wie Team Carol und Königin Camilla wurde in Online-Diskussionen immer häufiger verwendet, was zu einem starken Anstieg in den sozialen Medien führte. Als die Trennung zwischen Carol und Camilla immer größer wurde, wurde sie in Talkshows und in der Presse diskutiert und die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Zukunft der Monarchie wurden erörtert. Jetzt sind Sie an der Reihe. Was denken Sie über Carols Kommentar? War er gerechtfertigt oder könnte er unnötiges Drama in der ohnehin schon angespannten königlichen Familie auslösen? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen. Vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um weitere Geschichten hinter den Kulissen des Königshauses zu erhalten.